sahen auf einmal eine Brücke vor uns. Die war von den Deutschen noch nicht gesprengt. Als wir rankamen, kriegten wir MG-Feuer. Sie schossen von den Brückentürmen auf uns. Mein Zugführer sagte, los rüber, die anderen gebt uns Feuerschutz. Und wir kamen rüber. Sie schossen auf uns aus allen Rohren. Aber wir schafften es. Wir waren auf dem anderen Rheinufer. Nachdem die letzte deutsche Offensive in den Ardennen Ende 44, Anfang 45 gescheitert war, stießen die alliierten Armeen von Belgien, Holland und Luxemburg aus gegen den Rhein vor. Der Rhein, eine der Lebensadern Deutschlands, lag als letzte Barriere vor dem größten Industriezentrum Europas, dem Ruhrgebiet. Wenn es uns gelang, über den Rhein zu kommen, war es nur noch eine Frage der Zeit, wann wir in Berlin sein würden. Zunächst aber musste der Weg zum Rhein freigekämpft werden. Die 1. und die 9. US-Armee hatten sich an der Ruhr, einem Fluss, der aus der Eifel an Jülich vorbei nach Holland fließt, festgebissen. Diese Ruhr war nicht zu verwechseln mit der Ruhr des Ruhrgebiets. Die Deutschen hatten ihren Westwall bis hier oben mit Panzersperren und Drahthindernissen ausgebaut. Es würde nicht einfach sein, hier durchzukommen. An der Westfront rennen Dutzende nordamerikanischer und britischer Infanteriedivisionen und Panzerbrigaden seit Wochen gegen unsere Stellungen. Die Stadt Roermond steht im Mittelpunkt der Kämpfe im Norden der Westfront. Alle Gewässer führen Hochwasser und die von unseren Truppen bei Arnheim gesprengten Dämme haben die Flut noch ansteigen lassen. Diese Soldaten fuhren mit ihrer schweren Panzerkanone unerschrocken gegen den Feind und zerschlugen dadurch 7 schwere MG-Nester und 2 Infanteriekompanien. Der Kompaniechef, Ritterkreuzträger Hauptmann Gauklitz, zeichnet die Sturmpanzermänner aus. Ein Bart, an dem man seine Freude hat. Mannschaftstransportwagen mit Gestellen zum Abschuss von Nebelgranaten gehen in einem Ort in Stellung. Ein Feuerüberfall richtet sich gegen einen in der Nähe liegenden Versammlungsraum der Engländer. Deutsche Jäger über den Fronten. Sie greifen Erdziele an. Panzerwagen, Kraftwagen, Straßenkreuzungen und Artilleriestellungen unter ihrem Feuer. Feindlichen Tieffliegern. Feuergarben mähen durch den Himmel. Platzt auseinander. Auf der Erde aber tobt die Materialschlacht in einem unvorstellbaren Maße. Wände aus Feuer und Stahl stehen vor und zwischen den Kämpfern auf beiden Seiten und schaffen eine Zone, die unüberwindlich scheint.
Sie über das Handwerk des Kriegers wissen müssen, bringen die meisten aus dem Ersten Weltkrieg mit. Was die moderne Kriegführung dazu erfordert, lernten Sie in den letzten Wochen. Die Handhabung der Panzerfaust, die Unschädlichmachung von gepanzerten Fahrzeugen und den Nahkampf gegen den Panzer. Nachdem die Briten und Kanadier am 8. Februar den Unterrhein erreicht hatten, begann am 23. die Großoffensive der Amerikaner an der Ruhr. Die Deutschen hatten die Uferdeiche durchstochen und alle Brücken über die Ruhr gesprengt. Aber unsere Pioniere schafften einen Pontonübergang bei Jülich. Die anderen trieben alles auf, was schwimmen konnte, und paddelten rüber. Es dauerte nur ein paar Tage, dann hatten wir die Ruhr hinter uns. Aber überall zwischen Ruhr und Rhein stießen wir auf Widerstandsnester. Natürlich kamen wir vorwärts, aber es dauerte und dauerte. Und die Zeit lief uns davon. Wir hatten in 2 Tagen am Rhein sein sollen und waren nach einer Woche immer noch in der Gegend von Jülich. Am einfachsten war es noch in den Dörfern. Die hatten überall weiße Fahnen rausgehängt. Und Soldaten waren nirgendwo zu sehen. Die Leute waren ganz freundlich. Die standen an den Straßen und sahen zu, wie wir durchmarschieren. Wir durchsuchten die Häuser und da fanden wir dann auch ein paar deutsche Lanzer, die sich abgesetzt haben. Die waren froh, dass für sie der Krieg zu Ende war. Eine Frau sagte zu uns: Sie haben alle Männer weggeholt, die noch laufen konnten. Die sind in den Volkssturm gekommen. Nur die ganz Alten haben sie hier gelassen. Und die Kinder. Unsere Schuljungen haben wir verstecken müssen. Die waren doch alle in der Hitlerjugend. Und die sollten auf einmal auch Krieg spielen. So mit einer Panzerfaust. Eure Tanks abschießen. Oder an Flakgeschützen. Ich war gerade in Aachen bei meiner Schwägerin, als die Stadt evakuiert wurde. Mein Gott, war das ein Elend. Aber immer noch besser, als wenn die Leute da geblieben wären. Aachen war nachher nur noch ein Trümmerhaufen. Ich bin froh, dass uns hier im Dorf nichts passiert ist. Der Vormarsch zum Rhein ging weiter. Auf organisierten Widerstand trafen die Alliierten nur noch an wenigen Stellen. In einzelnen Städten kam es noch zu Gefechten. Der Plan des deutschen Oberkommandos war es anscheinend, sich über den Rhein zurückzuziehen und sich an dieser letzten natürlichen Grenze mit allen Kräften zu verteidigen. Fast unbehindert stießen die alliierten Armeen in den letzten Februartagen bis zum Rhein durch. Eine nach der anderen wurden die Brücken in die Luft gesprengt, sobald alliierte Vorausabteilungen das Rheinufer erreichten. Um Zeit zu gewinnen, hatten die Deutschen in Köln eine Nachhut zurückgelassen, die den Auftrag hatte, die Stadt bis zum letzten Mann zu verteidigen. Köln war eine tote Stadt.
durch schwerste Bombenangriffe zum großen Teil zerstört. Die Bevölkerung war entweder geflohen oder versteckte sich in Luftschutzbunkern und Kellern. In den Häusern und zwischen den Trümmerhaufen hatten sich die Verteidiger verschanzt. Es kam zu schweren Straßenkämpfen. Dreibeck war mit seiner Einheit fast bis zum Dom vorgedrungen. Das Schießen hat auf einmal aufgehört. Es war totenstill in der Stadt. Wir wussten nicht, legten die nur eine Feuerpause ein oder hatten sie sich irgendwohin zurückgezogen. Wir gingen langsam weiter vor. Keine Gegenwehr mehr. Nirgendwo mehr ein Lebenszeichen. Es war ein komisches Gefühl, durch eine tote Stadt zu laufen, in der eben noch wild geballert worden war. Und dann fuhr auf einmal ein einsamer Panzer durch die Gegend. Er hat uns fast leid getan. Er hatte doch überhaupt keine Chance mehr. Und dann gab es noch einen Knall und die letzte Brücke, die in Köln noch heil gewesen war, war auch hin. Köln war in unserer Hand. Ebenso Düsseldorf, Koblenz, Mainz und Mannheim. Praktisch das ganze linke Rheinufer. Nur noch ganz vereinzelt wollten sich ein paar Selbstmörder in einem Keller oder in einem Dachgeschoss nicht ergeben. Es ging jetzt darum, eine Stelle am Ufer zu finden, von der aus wir den Rhein überschreiten konnten, ohne Hekatomben von Männern opfern zu müssen. Der Krieg war gewonnen, das wussten alle. Es war schade um jeden Einzelnen, der jetzt noch fallen musste. Wir waren vor einem kleinen Nest angekommen, das Remagen hieß. Und da sahen wir auf einmal eine Brücke vor uns, die noch intakt war. Es war keine Fata Morgana. Sie stand wirklich noch. Und über die Brücke marschierten deutsche Truppen zurück. Und dann hatten sie uns entdeckt und wir kriegten Zunder. Mein Zugführer sagte, los rüber, die haben vergessen, den Otto in die Luft zu jagen. Das ist ein Geschenk des Himmels. So trocken kommen wir nie mehr über den Rhein. Dreibeck, du mit deiner Gruppe als Erster. Ihr anderen gebt uns Feuerschutz. Wir waren vielleicht 20 Schritt auf der Brücke, da ging vor uns eine Sprengladung hoch. Sie hatten von drüben die Sprengladungen gezündet. Die ganze Brücke war in Rauch und Flammen gehüllt. Und dann verzog sich der Rauch. Und die Brücke stand noch. Wir dachten, jetzt muss sie jeden Augenblick zusammenstürzen. Aber sie blieb stehen. Für uns gab es jetzt kein Halten mehr.
Wir liefen über die Brücke, rissen alles heraus, was wie ein elektrisches Kabel aussah und warteten jeden Augenblick darauf, dass wieder eine Ladung hochging. Der zweite Zug besetzte inzwischen die Brückentürme, um uns von da oben Feuerschutz zu geben. Und dann waren wir auf der anderen Seite. Wir waren drüben. Wir waren über den Rhein. Die Deutschen hatten nicht mitgekriegt, wie wenig wir waren. Wir wechselten dauernd die Stellung und schossen mit allem, was wir hatten, um vorzutäuschen, dass wir mehr wären. Bei einem Gegenangriff hätten sie uns mit Leichtigkeit wieder in den Rhein zurückgejagt. Als die amerikanische Führung von dem Wunder bei Remagen hörte, wurde alles, was zwischen Köln und Koblenz stand, in Marsch gesetzt, um die Gunst der Stunde zu nutzen. Es gelang auch, eine Anzahl Panzer- und Infanterieeinheiten über den Rhein in den neu gebildeten Brückenkopf zu bringen. Aber dann hatten die Deutschen sich von ihrem Schock erholt. Doch am Morgen des 8. März waren so viele Verstärkungen auf dem anderen Rheinufer eingetroffen, dass der Brückenkopf ausgeweitet werden konnte. In wütenden Gegenangriffen versuchten die Deutschen, ihn einzudrücken. Aber es war bereits zu spät. Wir hatten auf dem rechten Rheinufer festen Fuß gefasst. 8000 Mann waren in den ersten 24 Stunden über die Brücke von Remagen geschafft worden. Ganze Divisionen folgten. Die Deutschen taten alles, um ihre eigene Brücke zu zerstören. Schwere Artillerie, Sturzkampfbomber wurden eingesetzt. Die Brücke stand. Aber es war uns klar, dass sie das auf die Dauer nicht aushalten würde. Also wurde fieberhaft an einem Behelfsübergang gebaut. Das war ein neues Ziel für die Deutschen. Die Brücke von Remagen hielt bis zum 17. März durch. Es dauerte 10 Tage, bis ihre Pfeiler und Eisenträger dem Bombardement nicht mehr standhielten. Als sie zusammenbrach, riss sie eine Anzahl unserer Leute mit in die Tiefe. Aber unser Nachschub lief zu diesem Zeitpunkt bereits über die Behelfsbrücke. Inzwischen waren auch Landungsboote herangeschafft worden, die den Übergang über den Rhein beschleunigten. Sie konnten eingesetzt werden, weil der Brückenkopf so weit ausgedehnt worden war, dass die Artillerie der Deutschen den Strom nicht mehr erreichte. Am 23. März erzwang General Petten einen Rheinübergang bei Mainz.
Die gesamte deutsche Verteidigung auf dem rechten Rheinufer brach zusammen. Die Briten hatten den Niederrhein überquert, die Franzosen den Oberrhein bei Karlsruhe. Das Ruhrgebiet wurde eingekesselt. Der Weg nach Berlin war frei. Durch die Brücke von Remagen ging der Krieg schneller zu Ende.